Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich möchte euch in diesem Video mal zeigen, wie wir einen Material Transfer vornehmen können. Das bedeutet, wie wir ein Motiv in einem Bild so erscheinen lassen können, als wäre es aus einem anderen Material gemacht worden. Und in unserem Beispiel werden wir gleich sehen, wie wir aus einem Tiger einen Porzellantiger und noch andere Materialien machen werden. Aber wir gehen jetzt einmal ganz von vorne mit einem blanken Comfy UI an den Workflow heran. So, als allererstes nehmen wir ein Image, welches wir verwenden wollen. Und da habe ich mich für diesen Tiger hier entschieden. Das funktioniert ganz gut als Beispiel. Geht natürlich auch mit anderen Motiven. Ich habe auch einen Hamster mal genommen. Funktionierte auch. Wir nehmen aber diesen Tiger. So, was wir jetzt brauchen ist, dieses Bild ist relativ klein. Ich mache mal eben Open Image. Hier sehen wir 500 x 750. Wir sind gleich im SDXL-Bereich unterwegs, deswegen möchte ich das ein bisschen größer haben. Ich nehme mir dafür mal eine Resolution bei Aspect Ratio. Die ermittelt das Seitenverhältnis und gibt uns dann für SDXL die entsprechenden Größen aus. Danach nehmen wir ein Image Scale. So, um das Bild so zu vergrößern, dass es für SDXL geeignet ist. Ich sage Scale to, das lagere ich aus. Wir nehmen einmal die Weite hier rein. Wir nehmen das Bild von hier vorne rein. Und wir sagen hier, wir wollen die Weite skalieren. So, damit pushen wir das ganze Bild auf SDXL angepasstere Maße. So, was werden wir jetzt brauchen? Um das Ganze zu machen, brauchen wir zuallererst einmal eine Depth Map, also eine Tiefenmaske. Da nehme ich Zoe Anything oder Zoe Depth Map. Können auch die nehmen. Ist eigentlich egal. Wir nehmen diese hier. Können uns das Bild dann später einmal hier oben angucken, was dabei rauskommt. Und das können wir eigentlich auch jetzt machen. Schon mal. Wenn ihr übrigens hier die Ansicht hier unten noch nicht kennt, die ist neu. Die kam mit einem der letzten Comfy-Updates. Dann geht einmal in die Einstellungen rein von eurem Comfy UI und hier ganz oben könnt ihr unter Beta sehen, ob ihr die Leiste hier oben haben wollt, hier unten oder Disabled. Dann kommt ihr wieder zur alten Ansicht zurück. Ich habe jetzt mal Bottom genommen, ne? Nur dass ihr nicht verwundert seid. So, das ist unsere Depth Map, unsere Tiefenmaske. Mit der werden wir gleich weiterarbeiten. Was wir auch noch brauchen werden, ist eine Remove Background Node. Und dann nehme ich die Image Remove Background aus den Essentials. Lass mich mal eben kurz gucken, wie wir das jetzt am besten organisieren hier. Die ziehe ich mal hier hoch. Wir nehmen die Depth Map mal hier runter, hängen das Bild hier hin. Wir nehmen eine Remove Background Session und bleiben einfach bei General Purpose. Das passt schon. Und hängen das Bild auch hier rein. Jetzt kriegen wir nämlich hier auch noch, das können wir uns auch mal angucken. Wir kriegen hier jetzt nämlich auch noch den Hintergrund entfernt und gleichzeitig kriegen wir eine Maske. Und wenn wir uns die mal angucken und ich mich nicht ständig vertippen würde. So, ich habe das Mikrofon vor der Schnute, deswegen haue ich manchmal daneben. Hier sehen wir, dass wir einen wunderschön ausgeschnittenen Tiger für später erhalten werden. So, das sind die beiden Prerequisites, die wir hier oben brauchen. Und machen wir mal weiter mit dem Workflow hier unten. Als erstes brauchen wir natürlich einen Load Checkpoint. Dann nehmen wir einmal SDXL und ich nehme Proteus. Wie das Material später aussehen wird, hängt auch ein bisschen vom Checkpoint natürlich ab. Aber Proteus ist ein sehr gnädiger Checkpoint. Deswegen nehmen wir den jetzt. Wir nehmen zwei Prompting Nodes. Hier oben schreibe ich schon mal rein, a tiger made of irgendwas. High Detail, Intricate, so, Sharp Focus und okay. Und hier unten schreiben wir mal rein, Text, Watermark und Blurry. Die anderen kann ich mir sparen, weil wir machen ja einen Tiger. Sollte eigentlich nichts Gefährliches bei passieren. Ich schiebe die ganzen Notes mal ein Stück runter. So, und einen Moment bitte. So, da hatte ich vergessen, mein Shortcut-Anzeigeprogramm anzumachen. Habe ich jetzt gemacht. So, des Weiteren brauchen wir natürlich einen Case-Sampler für später. Können wir uns auch schon mal einstellen. Ich gehe mal mit Seed 5 rein. Fixed Steps sagen wir 30, weil wir noch ein IPA brauchen.
Der braucht immer ein bisschen mehr Steps. So, alles eingestellt. Wir verbinden hier das noch nicht. Wir können das Model aber schon mal hier rüberziehen. Das Latent Image, das verbinden wir auch noch nicht, weil wir machen ein In-Painting. Wir wollen ja später diesen Tiger hier durch einen Porzellantiger ersetzen. Deswegen werden wir ein In-Painting vornehmen. So, das wäre schon mal so grob der Workflow vorbereitet. Hier hinten können wir schon mal ein VAED-Code nehmen und ein Save Image Material Transfer. So, eine Save Node. Jetzt brauchen wir natürlich schon mal die VAE von hier vorne. Die kann ich mir schon mal nach hier hinten durchziehen. Obwohl hier werden wir die gleich auch brauchen. Spoiler, deswegen mache ich das einmal so. Nicht Search. Reroute. Da. Und hängen die hier oben rein. Jetzt ein bisschen übersichtlich bleibt. Gut, um hier oben unsere Depth Map anzuwenden, werden wir natürlich erstmal ein ControlNet brauchen. Und dafür nehme ich ein ControlNet Advanced. So, jetzt können wir hier nämlich schon mal unsere Conditions reinhängen. Wir laden einmal unser ControlNet hier rein und wir brauchen von SDXL das Depth ControlNet. Und wir brauchen ein Image und da nehmen wir natürlich das Image aus unserer Depth Map. So, jetzt könnten wir natürlich hier schon verbinden, aber ich habe ja eben gesagt, wir machen ein In-Painting, um den Tiger auszutauschen. Deswegen werden wir an der Stelle hier noch eine In-Painting-Node brauchen und dann nämlich In-Paint Model Conditioning und hier sehen wir schon, hier sind auch Positive und Negative, das heißt wir schleifen die einmal hier durch und von da aus geht es dann in den Sampler rein und wir können hier auch das Latent rausnehmen. So, hier brauchen wir übrigens unsere VAE, was ich eben gesagt habe. Können wir die auch einfach hier hochziehen. Wir brauchen einmal das Bild, was wir inpainten wollen. Das wäre dann das von hier oben. Nach der Scale Image to Side Node. Ne, das skalierte Bild, das wollen wir inpainten. Und wir brauchen eine Maske, dann nehmen wir die aus dem Remove Background. Und was das Ganze jetzt nämlich dann machen wird, ist, es wird die Maske, die ich eben euch gezeigt habe, verwenden, um nur den Tiger zu denoisen, zu rendern und der Rest bleibt wie er ist. Ein In-Painting halt. Ganz klassisches In-Painting. Jetzt brauchen wir noch einen IP-Adapter und da nehmen wir den IP-Adapter Style and Composition, nein, den Precise Style Transfer, den habe ich gesucht. So, jetzt können wir hier schon mal einen Unified Loader reinhängen. Ich nehme das Plus Model mit einer High Strength. Ich schiebe das Ganze mal ein Stückchen rüber, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Immer so ein bisschen wenigstens versuchen, dass das Ganze nachvollziehbar bleibt. Wir verbinden das Model hier rüber. Klassisches Setup halt. Und jetzt können wir schon mal unser Model von hier in den Sampler verbinden. Das habe ich eben auch schon wieder falsch gemacht. Ich habe es direkt hier rüber verbunden. Wir müssen aber einmal durch den IPA. Macht nichts, wir können ja alles wieder ändern. Hier brauchen wir eine Load Image Node. Nämlich um dem IP-Adapter zu sagen, welchen Stil wir haben wollen. Und da habe ich hier schon ein paar Bilder vorbereitet. Ich kann die jetzt nicht so laden, weil die in einem Subfolder sind, Materials. Warum, zeige ich euch später noch. Ich ziehe das einfach mal per Drag and Drop jetzt hier rein. Wir nehmen nämlich jetzt einmal Porzellan. Und da können wir auch oben den Prompt reingehen und sagen Made of Porcelain. So. Gut. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ich überlege gerade. Wir müssen hier noch die Weights anpassen. Wir gehen hier runter auf 0,7. Und mit dem Style Boost gehen wir mal auf 2 hoch. Habe ich auch alles im letzten Video besprochen, wo wir diese ganzen Nodes hier uns mal angeschaut haben. Ja, die haben wir auch verwendet im letzten Video. Die verwenden wir jetzt zum Style Transfer Precise. Und ich denke, das Ganze sollte so schon laufen. Ich drücke gleich mal Start und wir gucken uns das an. Also wir nehmen das Bild, erstellen daraus eine Depth Map, eine Tiefeninformationskarte sozusagen. Wir entfernen den Hintergrund. Wir haben eben gesehen, nur der Tiger bleibt übrig, der Hintergrund bleibt weg. Die Maske nehmen wir da, weil dann nur der Tiger übrig bleibt. Sagen jetzt dem Sampler, er soll durch das In-Painting nur den Bereich des Tigers neu malen. Geben
für diesen Bereich hier noch diese Tiefeninformationen mit rein. Ne? Wir sehen, es ist hier vorne weißer als da hinten. Das heißt, der Kopf des Tigers ist weiter vorne. Und durch den IPA hier unten geben wir über das Bild den Stil des Materials rein und unterstützen das Ganze noch durch unser Prompting hier an der Stelle. Und das Ganze lasse ich jetzt mal laufen. So, und da geht's los. Und da sind wir fertig. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich mache das mal hier direkt ein bisschen größer. So, wir sehen jetzt, dass wir hier einen Tiger aus Porzellan bekommen haben. Gut, oder? Hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir sehen aber auch, dass sich hier mit der Maske so ein bisschen unschöne Ränder entwickelt haben. Dem können wir ganz einfach entgegensteuern, indem wir hier oben eine Grow Mask dazu hängen. So, es muss nicht so groß sein. Die schalten wir zwischen unseren Image Remove Background und der In-Painting Model Conditioning und sagen jetzt mal, wir wollen so die Maske um ca. 12 Pixel vergrößern. Jetzt lasse ich das Ganze nochmal laufen. Und wie wir sehen können, sind die Ränder wesentlich schöner geworden. Alles gut. So, was wir jetzt noch machen könnten ist, wir könnten hier unten noch ein IP-Adapter Noise als Image Negative reinhängen. Das machen wir mal. Sagen Shuffle, sagen 0,8 Stärke und 2 Blur. Haben wir auch im letzten Video besprochen. So, brauchen wir jetzt nicht nochmal starten, sehen wir dann die nächsten Generierungen. Und im Prinzip funktioniert das Ganze jetzt schon ziemlich gut, wie man sehen kann. Wir können jetzt noch eine andere Sache noch mit einbauen. Und zwar, ich mache mir hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Wir können nämlich, wenn wir mal eine Comparer Node dazwischen schalten oder davor schalten und jetzt sagen, wir wollen einmal unser Ausgangsbild mit unserem Ursprungsbild vergleichen. Das ziehe ich mal hier hoch. Ist auch mal ein bisschen größer. Dann kann man manchmal sehen, ja hier auch, dass sich die Proportionen des Tigers nicht so ganz anpassen. Also wir haben zwar hier den Bereich des Tigers sehr schön mit einem Porzellantiger befüllt jetzt, allerdings das Gesicht unterscheidet sich noch. Ne? Und um das ein bisschen zu unterstützen, können wir hier eigentlich noch ein zweites Control-Net mit einbauen. Ich kopiere einmal diese Apply Control-Net Node. Wir hängen die einmal dazwischen. So und so. Sagen hier als Control-Net wollen wir Kenny haben, SDXL Kenny. Und wir nehmen hier oben noch eine Kenny Node dazu als Preprozessor. Und auch hier brauchen wir unser skaliertes Bild und nehmen dieses Bild als Vorlage für unser Kenny Control Net. Und wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, so, dann sehen wir, es hat sich natürlich hier ein bisschen was verändert. Ne? Wir haben jetzt irgendwie weißes Porzellan bekommen. Das Blau ist rot geworden. Ich weiß nicht warum. Aber wir sehen, dass sich das Gesicht des Tigers jetzt mehr am Original hält. So, ist eine Option. Muss man nicht machen, kann man machen. Wenn ihr so nicht wollt, Steuerung B, Bypass, dann wird das Ganze nicht verwendet. Aber so kommt man dann noch ein bisschen näher ans Originalbild heran, an die Proportion unseres Tigers. So, und das können wir jetzt auch mit anderen Materialien machen. Wenn ich jetzt nochmal hier meine Vorlagen nehme und ich sage hier zum Beispiel, ich möchte jetzt Feuer nehmen, dann hänge ich das hier unten rein, gehe ins Prompting, sage jetzt nicht mehr Porcelain, sondern natürlich Fire, starte das Ganze. Dann können wir jetzt sehen, dass wir hier einen mehr oder weniger feurigen Tiger erhalten haben. Ja, wie das Ganze dann nachher aussieht, liegt am Model, habe ich ja schon gesagt. Das kann man dadurch steuern. Aber prinzipiell funktioniert es so. Jetzt möchte ich euch nochmal eben zum Abschluss ganz kurz zeigen, wie man oder warum ich diese Materialien hier ausgelagert habe. Ich habe das nämlich auch ein bisschen automatisiert gemacht. Da gehen wir jetzt auch nochmal durch. Und das ist im Prinzip ziemlich einfach. Ich nehme eine Load Image Node from Folder, also Load Image from Folder, hänge hier vorne
einen Integer rein. Das kommt alles aus den ComfyUI Youngs. Das ist meine eigene Node Suite. Sage hier Increment. So, jetzt kriegen wir hier nämlich einen Filename raus. Ich kann hier als Foldername sagen Materials. Das ist nämlich der Foldername, den ich auch hier für meinen Input-Ordner, ne, das ist im Input-Folder von ComfyUI, habe ich Materials, einen Ordner erstellt. Und in dem Ordner selber, wie ihr seht, heißen die Bilder schon so, wie die Materialien, die darauf zu sehen sind, benannt sind. Also Porcelain, Wood, Meat, Marble, Fire and Flames. So, wir können jetzt hingehen und sagen Text Replace. Wir kriegen nämlich hier sowas wie porcelain.jpg raus. Das heißt, wir wollen .jpg finden und durch nichts replacen. Das machen wir mal. Was übrig bleibt, wäre in unserem Fall dann nur noch Porcelain. Jetzt können wir das ein bisschen weiter nach vorne ziehen hier. Jetzt machen wir noch Folgendes. Wir nehmen eine Textnode, eine ganz normale Textnode, kopieren uns das Positive Prompt einmal hier rüber. So. Und schreiben hier oben anstatt a tiger made of fire, a tiger made of material. Ups, ich bin auf Caps Lock gekommen. So. Material. Jetzt haben wir hier unten, kommt jetzt Porcelain raus. Und hier oben kriegen wir unseren Prompt. Jetzt nehmen wir hier nochmal eine andere Replace Node, Text Replace, und sagen, wir wollen jetzt hier das Wort Material finden aus diesem Text. Ne? Dieses Wort hier, das wollen wir hier finden. Und wir wollen das Ganze ersetzen durch das, was wir von hier unten rauskriegen. Jetzt können wir hier nämlich hingehen und sagen Clip Text Encode Convert Text to Input. Wir hängen den Text hier rein, können die Noten ein bisschen kleiner machen. Und was das ganze Konstrukt jetzt macht, also jetzt noch nicht, aber gleich, und zwar genau jetzt, die können wir wegschmeißen, ist, es nimmt sich jetzt eine Node aus dem Folder Materials. Dieses Bild schicken wir jetzt in den IPA rein. Das heißt, es wird der Reihe nach jetzt zuerst das Bild geladen, dann das Bild, das Bild, das Bild, dann das Bild. Ihr könnt auf Increment bleiben hier an der Stelle, weil sobald die Node erkennt, okay, es gibt keine weiteren Bilder mehr, schwenkt sie wieder auf das erste um und geht der Reihe nach wieder von vorne durch. Ihr kriegt dazu auch Infos in der Konsole dann präsentiert. So, aus dem Filename nehmen wir das .jpg weg, durch nichts ersetzen. Wir nehmen unseren Prompt, a tiger made of a material, ersetzen dann das Wort Material mit dem entsprechenden Begriff, den wir aus unserem Bildnamen bekommen und schicken den als Prompting rein. Und wenn ich das Ganze jetzt mal laufen lasse, dann sehen wir, dass wir wieder die Note da oben kann ich mal entfernen, dass wir wieder unseren Feuertiger erhalten haben. Wir können auch mal der Übersicht halber hier unten auch noch eine Preview-Image-Note dazu hängen. Wenn ich das Ganze erst nochmal laufen lasse, sehen wir, dass wir jetzt hier Marble bekommen. Dann wird das Ganze einmal mit Marmor generiert. Und so können wir das Ganze weiter durchlaufen lassen, bis wir alle Bilder einmal gemacht haben und am Ende dann auch bei diesem wunderschönen Fleischtiger auskommen. Die anderen erspare ich mal, das Prinzip wird gleich bleiben. Ihr habt es bestimmt verstanden, was ich hiermit gemeint habe. Natürlich könnt ihr auch ein ähnliches Konstrukt dann hier oben zum Laden eurer Ursprungsbilder nehmen und dann, ja, dann schreibt ihr hier halt rein Tiger, Hamster, Cat, Dog, wie auch immer, benennt die Bilder nach ihren Inhalten und könnt dann hier auch zum Beispiel sagen Animal made of material. Ich würde nicht mit an Animal rangehen, weil das nicht immer passend wäre. Muss man dann gucken. Aber theoretisch wäre es möglich. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch ein Material nehmen und verschiedene Motive dann ersetzen oder wie in dem Fall jetzt hier ein Motiv und mit verschiedenen Materialien einfach durchjagen lassen. Und das ist das ganze Geheimnis hinter dem Material Transfer. Canny haben wir jetzt in dem Fall hier nicht unbedingt benutzt. Es macht aber durchaus Sinn, wenn man jetzt näher liegende Gesichter
umwandeln möchte oder sowas, ne? Weil hier ist es eigentlich recht deutlich in der Depth Map, wie die Form unseres Tigers ist. Ne? Wir müssen noch dran denken, das kombiniert sich mit der Maske. Also nur hier der Tiger wird benutzt. Wenn ihr jetzt aber allerdings ein Porträt von jemandem habt oder so, was generell sehr nah ist, dann habt ihr hauptsächlich weiß als Gesicht und schwarz als Hintergrund, weil der Hintergrund natürlich im Vergleich zum Vordergrund sehr weit weg ist. Deswegen bietet sich die Option mit Candy dann auch nochmal an, um unterstützend dem Sampler beim Denoising unter die Arme zu greifen. Oh, ja, das war's. Viel Spaß beim selber rumexperimentieren. Ich werde euch den Workflow, so wie er jetzt gerade hier zu sehen ist, speichern und zur Verfügung stellen natürlich. Link ist unten in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut bis dahin und tschüss.